Wenn jemand sagt, ich bin todkrank, ich bin verwahrlost, ich bin einsam, ich finde keinen Mann, ich finde keine Frau, meine Kinder haben mich verlassen, mir geht es einfach nicht gut, in meinem Leben stimmt nichts. Meine Antwort ist, nichts davon liegt an dir, nichts. Du bist an gar nichts schuld. Und das ist auch der Grund, warum wir äußerst selten glückliche Menschen sehen. Wir sehen Menschen, die sind begehrt, sie sind wunderschön, sie sind reich, sie sind berühmt, aber sie sind unglücklich. Wieso? Weil die Rolle, in der sie sich befinden, von Matrix ihnen übertragen worden ist. Das wollten sie überhaupt gar nicht so. Die Matrix besteht hauptsächlich darin, dich von der Wahrheit, besonders über dich selbst, abzulenken. Das ist das Wichtigste, was ich über Matrix sagen kann. Und da fängt es an, dass das Leben interessant wird. Davor ist nur langweilig alles und hohl. Ist eigentlich ein Schauspiel. Die Wirklichkeit ist, dass wir freie Menschen sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass jeder von uns vollkommen ist. Wir sind fehlerfrei. Unsere Welt wird die Matrix überstehen. Fragst du dich auch manchmal, ob du im falschen Film bist? Irgendwas stimmt nicht in deinem Leben? Irgendwas ist schräg und du fragst dich, soll das eigentlich schon alles gewesen sein? Die Antworten werden dich überraschen. Herzlich willkommen, lieber Said. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Die Leute haben das Problem, dass sie jeden Tag das Gefühl haben, mit ihrem Leben stimmt irgendwas nicht, dass sie irgendwie im falschen Film sind. Vielleicht sind sie verheiratet, sie haben Kinder, gehen jeden Tag zur Arbeit, Tag ein, Tag aus, fragen sich, ist das schon alles gewesen? Und irgendwie ist alles schräg. Woran liegt das? Es liegt an der Matrix. Für mich ist Matrix ein unsichtbares System, das man wirklich nicht sehen und riechen und schmecken kann, das aber existiert. Und hauptsächlich im Unterbewusstsein der Menschen existiert. Dieses System ist gegen Menschen gerichtet. Für mich sind Menschen Kinder Gottes. Absolut vollkommen, unfassbar schön, hochintelligent und voller Güte und Sanftmut und Liebe. Absolut vollkommen. Nur dieses System, das ich Matrix nenne, das gegen Menschen gerichtet ist entstanden durch diejenigen, die gegen Gott gerichtet sind, durch satanische Kräfte, um die Menschen gefügig zu machen, krank zu machen, einsam zu machen, sie zu verwahrlosen und dazu zu bringen, dass sie ein Leben führen, das für sie überhaupt keinen Sinn macht. Weil wir Menschen sind gesellige Wesen. Wir lieben es, zusammen zu sein, füreinander zu sein, anderen zu helfen. Das macht uns einfach glücklich, das macht uns aus. Und das funktioniert immer schlechter. Das heißt, die Menschen werden auseinandergetrieben, Banalitäten wie Familie, Kinder haben, heiraten, Freunde haben, Partnerschaft und so weiter, selbst die funktionieren nicht mehr. Die eigentlich die Grundbausteine der Gesellschaft waren, bis vielleicht vor 50 Jahren. Diese Dinge existieren überhaupt nicht mehr. Es ist eher eine Seltenheit geworden, dass man Paare sieht, die sogar Hand halten, Händchen halten, geschweige denn, dass sie sich umarmen und küssen. Früher hat man überall solche gesehen und man hat sich gefreut. Man hat gesagt, wow, das ist schön, ich will es auch haben. Und heutzutage sieht man sowas überhaupt nicht mehr. Und das liegt alles, wirklich die Ursache von allen Problemen, die es gibt, ist die Matrix und nicht die Menschen. Früher hat man gesagt, ja, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied und das hat auch gestimmt. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist das so, dass die Menschen dazu getrieben werden, Entscheidungen zu treffen, die einfach nur irrsinnig sind. Was die Menschen essen, was sie trinken, Zigaretten, die sie rauchen, Parfüm, das sie benutzen, wirklich alles ist gegen die Menschen gerichtet. Und das Ziel ist, das Bewusstsein, das menschliche, natürliche, göttliche Bewusstsein komplett zu vernichten. Wenn du sagst, die Matrix ist ein System, was meinst du denn damit? Die Matrix hat eine Struktur, das heißt eine unsichtbare, aber sehr primitive, aber sehr effektive Struktur. In dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn wir Menschen denken, dann denken wir eigentlich Gutes. Wir sind von Haus aus gütige Wesen.
wir lieben es einfach gut zu sein, Gutes zu denken, sagen, tun und so. Und da, wo die Gedanken entstehen in uns, da setzt Matrix bestimmte Programme ein, das sind wirklich wie Computerprogramme, die in uns Gedanken erzeugen, die nicht unsere sind. Und das ist auch die Erklärung, dass wir Menschen überhaupt negativ denken können. Wir Menschen sind überhaupt nicht Negativdenker. Also es ist eher ein unnatürlicher Zustand, dass wir Menschen überhaupt etwas Negatives tun. Dass wir lügen, dass wir töten, dass wir zerstören, dass wir anderen Leid antun. Und das ist alles unnatürlich, also von Matrix. Bei Gefühlen ist genau dasselbe, bei Entscheidungen ist dasselbe. Dass zum Beispiel, wenn du fragst, wenn man sagt, lebensnahe Beispiele, wenn die Leute in ein Einkaufscenter gehen oder wenn sie in den Supermarkt gehen, die Leute wissen nicht, was sie kaufen. Und sie treffen nicht die Entscheidung bewusst, was sie kaufen, sondern es gibt da Düfte, die man erfunden hat. Früher hat es nach irgendwas gerochen. Zum Beispiel Mercedes hatte eigenen Geruch, Audi hatte eigenen Geruch und so weiter. Und jetzt gibt es zum Beispiel in einem Supermarkt, gibt es überhaupt diese Gerüche nicht mehr, die man bewusst in Klimaanlagen getan hat, um die Menschen zu manipulieren, dass sie sich wohler fühlen, dass sie das Gefühl haben, ich bin reich, ich kann viel Geld ausgeben. Die Idee dahinter war und ist, mittlerweile ist das viel schlimmer geworden, dass die Leute so viel kaufen wie möglich. Ob das für sie Sinn macht, ob es sie umbringt oder krank macht, interessiert sie nicht. Und diese Gerüche, diese Düfte sind, man riecht es nicht, dass man sagt, es riecht nach einem Baum oder nach Rasen oder nach irgendwas, was man kennt. Sie sind neutral, das heißt, sie riechen nicht nach irgendwas. Und sie bewirken, dass wir Sachen kaufen, die wir eigentlich nicht wollen. Und das ist auch die Erklärung, dass es zum Beispiel von einem Lebensmittel unzählige Marken gibt. Und interessant ist, dass diese Marken derselben Firma gehören. Nur sie haben festgestellt, dass unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Beweggründen etwas kaufen oder Motivation haben oder auf Farben unterschiedlich reagieren. Die eine Verpackung ist gelb, die andere ist weiß, die andere ist grün und der Inhalt ist aber derselbe. Das ist dieselbe Marke und die Leute fallen trotzdem darauf rein. Das ist alles Matrix. Also Matrix, meiner Meinung nach, besteht aus Lug und Trug. Das ist ein wirklich kollektiver Betrug, um die Menschen zu versklaven. Und versklaven bedeutet, dass man über ihre Energie verfügt. Dass die Menschen gar nicht mehr entscheiden können, wo sie Urlaub machen. Oder mit wem sie zusammen sind, wann und warum sie Kinder kriegen. Wann sie dieses oder jenes essen, die Entscheidungen treffen die Menschen überhaupt nicht mehr. Die Menschen merken nicht mal, dass sie überhaupt gerade eine Entscheidung treffen, geschweige denn welche Entscheidung, geschweige denn welche Folgen das alles für sie hat. Das ist alles Matrix. Das heißt, das findet eher innerlich statt. Viele kennen ja sicher diesen Film Matrix, wo die Menschen, also wo der Körper angeschlossen ist an diese Matrix und das Leben findet irgendwie nur noch virtuell statt. Aber wir sind ja hier, wir haben diesen Körper aus Fleisch und Blut, den haben wir wirklich. Oder ist das auch nur Einbildung? Ist es so? Es ist zum Beispiel, es gibt Bluetooth, es gibt WLAN, es gibt Handy, Frequenzen, die existieren ja und die wirken. Das heißt, du kannst, das eine Handy ist hier, das andere ist in Australien, man kann sich trotzdem anrufen. Solche Verbindungen, unsichtbare Verbindungen gibt es auch bei Gedanken, gibt es auch bei Gefühlen, gibt es auch bei Entscheidungen. Das heißt, man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht, man sieht sie nicht. Und diejenigen, die das erfunden haben, haben diese Bösartigkeit gehabt und das wird immer stärker, immer besser, immer präziser. Das als Beispiel, wenn in den USA ist das gang und gäbe, zum Beispiel hier in Europa kommt das auch langsam an. Ich bin ein Sänger, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht komponieren, ich kann nicht ein Instrument spielen. Ich will aber trotzdem ausgerüstet als Sänger bekannt werden, reich werden, berühmt werden. So.
Und jemand investiert in diese Angelegenheit und sagt, ich besorge dir Klamotten, ich helfe dir, dass du Sport machst. Manche Operationen werden durchgeführt, dann bist du noch attraktiver und so weiter. Und mit Computerprogrammen tun wir so, als würdest du singen. Du singst einfach irgendwas und das Programm macht daraus eine schöne Stimme. Und dann machen wir dich publik, überall in allen Zeitungen, Fernsehsender und überall. Und jetzt etwas, was jetzt seit 20 Jahren etwa dazugekommen ist, das muss man sich mal geben. Man gibt an Firmen, die Satelliten haben, im Umlauf um die Erde 1 Million, 2 Millionen, je nachdem, was man will. Und sie bestrahlen die Leute mit deinen Bildern, dass die Leute selbst im Traum deine Bilder sehen. Dass sie, obwohl es von dir keine Bilder gibt auf Busse oder im Fernsehsendern, Radiosendern, früher war das so, oder Magazinen, sondern sie bestrahlen die Leute und wenn dann irgendwann steht, ja, die oder der hat ein Konzert, rennen die Leute alle wie verrückt hin, als wäre der Erlöser da. Und die Leute wissen nicht, warum sie hingehen. Sie wissen es nicht. Sie glauben, dass sie die Musik mögen. Und sie merken nicht, dass wenn sie da in so einem Stadion sind oder wenn sie in so einer Halle sind, dass sie wirklich die ganze Zeit ununterbrochen berieselt werden, eingeschläfert werden mit bestimmten Frequenzen, die von Lautsprechern kommen, die wir nicht hören. Das heißt, das menschliche Ohr ist nicht imstande, diese als Ton zu hören, aber sie wirken trotzdem auf unser Unterbewusstsein. Dass Dopamin hochgeschossen wird, dass wir uns wohlfühlen und wir kommen nur auf eine Idee, mit wem oder mit was hat es zu tun, mit dem, der auf der Bühne ist. Was natürlich nicht stimmt. Das wird alles bezahlt. Oder in einer geschlossenen Halle zusätzlich werden bestimmte Düfte, die man nicht riechen kann, in eine Klimaanlage gemacht. Und die Leute haben bestimmte Gefühle, haben bestimmte Zustände. Bestimmte Farben werden benutzt, bestimmte Techniken werden benutzt auf der Bühne. Und wenn man zum Beispiel solche wie Taylor Swift oder Beyoncé und so weiter sich anschaut, dann merkt man, wie viele Leute auf der Bühne sind, wie oft die Lichter gezeigt werden, mit welcher Geschwindigkeit. Das sind alles so Signale, die gesendet werden und wie viele Feuerwerke und weiß Gott alles auf der Bühne passiert. Wieso braucht eine Sängerin sowas? Weil sie nicht singen kann, weil sie keine Künstlerin ist, weil es gar nicht um sie geht. Das ist nicht mehr Musik, das ist Showbusiness. Das ist nicht mehr Musik, es geht um eine Show. Und das bedeutet, je weniger der Künstler anzubieten hat, umso mehr muss auf der Bühne passieren, damit die Leute nicht merken, dass die Frau eigentlich gar nichts kann und überhaupt nicht interessant ist. Das sind nur Beispiele für die Matrix, was in dieser Welt los ist. Und die meisten Menschen wollen es nicht hören, sie wollen es nicht wissen. Also es ist mittlerweile wirklich, seit vielen Jahren ist das bekannt, nur so brutal wie jetzt ist das noch nie in Benutzung gekommen. Farben, Formen, Düfte, Gerüche, Geräusche, Frequenzen, weiß Gott alles. Die nutzt man alles, wirklich alles, um zu verkaufen. Es geht nur darum, dass die Leute irgendwas kaufen und in der Regel etwas, was sie überhaupt nicht brauchen, sie haben überhaupt keinen Nutzen davon. Wenn die Leute da weinen, zusammenbrechen, dass sie sagen, wegen was? Die eigene Mutter steht daneben und das Mädchen weint wegen jemandem, den sie noch nie gesehen hat, noch nie ein Wort mit ihr gewechselt hat. Ich finde das so komisch, dass man eigene Mutter umarmen kann und sagen kann, du bist großartig, du bist wunderbar, du hast dich so viele Jahre um mich gekümmert. Nein, sie schauen die Mutter nicht mal an. Sie sind permanent auf die Frau konzentriert, die auf der Bühne ist und sich wie eine Prostituierte anzieht. Sie schauen die ganze Zeit auf die Frau, die auf der Bühne ist, sich wie eine Prostituierte angezogen hat, bestimmte Bewegungen macht, die man früher in Striptease und so weiter kannte, wo Prostituierte sich ausgezogen haben, um Männer auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt machen sie diese Bewegungen, da während 10-Jährige, 12-Jährige im Publikum stehen. Also irgendwas ist läuft total in falsche Richtung. Und ich habe alle diese
Mechanismen studiert, seit vielen Jahren beobachtet. Und ich habe festgestellt, es gibt eine Gesetzmäßigkeit, das ist kein Zufall. Und als ich diese Gesetzmäßigkeiten weiter untersucht habe, habe ich festgestellt, das ist wirklich ein ausgeklügeltes System. Das ist wirklich ein System. Man weiß ganz genau, du willst berühmt werden, du willst als was weiß ich berühmt werden, dann musst du das machen, du musst das machen, das anziehen, du musst dieses und jenes. Und sie sorgen dafür, dass jemand, der wirklich keine Ahnung hat und nichts kann, trotzdem als Sängerin, als Sänger, als was weiß ich, Marketer und so weiter bekannt wird, berühmt wird und Geld verdient. Das ist ungeheuerlich. Das ist eigentlich Betrug. Das ist Betrug. Aber so läuft es in dieser Welt. Das heißt, wenn ich sage Betrug, meine ich damit, die Wahrheit spielt überhaupt keine Rolle mehr, sondern wie die Menschen es sehen. Man sorgt dafür, dass Menschen ein Bild bekommen von einem und ob dieses Bild dann der Wahrheit entspricht oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Überhaupt nicht. Das ist für mich Matrix. Wie kann man sich denn die Matrix jetzt eigentlich vorstellen? Besteht die aus einer Art Computerprogramm? Sind das Computerprogramme? Ich habe mir vorgenommen, hoffe ich bald, ein Buch darüber zu schreiben, wie komplex die Konstruktion von Matrix ist. Ich kann nur, damit das nicht zu kompliziert wird, sagen, Matrix hält uns fest durch Programme. Und wenn man sagt, was sind das für Programme? Sind das die Computerprogramme? Würde ich sagen, nein. Das sind energetische Programme, die sich spezialisiert haben auf Gedanken, andere auf Gefühle, andere auf Emotionen, andere auf Entscheidungen, andere wirken durch Farben, andere wirken durch Formen, andere wirken durch Wärme oder Kälte und so weiter. Das sind alles Programme. Und diese Programme sind nicht so wie Computerprogramme, sondern die sind eine besondere Art von energetischer Zusammensetzung. Das heißt, die Energie wird so zusammengestellt wie ein Computerprogramm, aber es ist nicht wie ein Computerprogramm. Das sind unterschiedliche Bestandteile, die, wenn man sie zusammensetzt, das ist Energie. Das ist zum Beispiel, wenn du von einem Handy ein Foto auf das andere überträgst. Das Handy weiß nichts von Fotos. Und bei der Übertragung, das ist eine Übertragungssprache, damit kannst du Daten senden. Und das Handy sagt, das ist ein Foto und ich dekodiere oder kodiere das so, dass wenn das gesendet wird, das andere Handy das erkennt, dann wird das dort dekodiert und dann entsteht ein Foto. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, unsichtbare energetische Programme werden uns geliefert und dann entstehen in uns Bilder, so wie bei diesen zwei Handys, oder Entscheidungen. Oder wir kriegen Hunger auf irgendwas Bestimmtes. Oder wir wollen das eine Konzert besuchen oder sowas. Oder wir finden das eine Auto interessanter als das andere. So funktioniert das. Aber etwas, was hilft, Matrix besser zu verstehen und zu entlarven, ist, dass in der Matrix, das ist das Wichtigste, was ich über Matrix sagen kann, in der Matrix gibt es keine individuellen Programme, sondern nur kollektive. Das heißt, ein Programm wird hergestellt, gesendet an Menschen und alle Menschen werden damit erreicht und manipuliert. Zum Beispiel, wenn man die Leute fragt, ich habe das gemacht, ich habe tausende Menschen gefragt, auch für unterschiedliche Fernsehsender. Ich habe ja 15 Jahre lang Fernsehen gemacht. Ich habe die Leute gefragt, die zum Beispiel heiraten wollten. Warum willst du heiraten? Oder diejenigen, die sagten, ich will Kinder haben. Oder diejenigen, die gesagt haben, ich will reich werden. Wenn man sie fragt nach Motiven, warum willst du reich werden? Warum willst du Kinder haben? Warum willst du heiraten? Die Antworten sind immer gleich. Immer dieselben Antworten. Und das bedeutet, so individuell, wie sie glauben, sind sie gar nicht. Wenn ich eine Antwort gebe, warum ich reich werden will, die Milliarden andere Menschen sagen, dann müsste ich eigentlich nachdenklich werden. Hast du da ein Beispiel? Was sagen die denn immer so? Zum Beispiel, ich will reich, wenn man sie fragt, was ist denn überhaupt Reichtum? Dann sagen sie,
Ich kann alles kaufen, was ich will. Das ist nicht Reichtum. Das ist Kaufkraft. Das ist was anderes. Oder sie sagen, ich will meine Träume erfüllen. Ja, welche Träume? Ja, ich will durch die Welt reisen. Oder das sind immer dieselben Antworten. Das heißt, die Motivation, die Beweggründe sind immer noch Vorlage. Das muss man wirklich auf sich mal wirken lassen. Das sind Vorlagen. Das ist wie ein Muster und alle Menschen verhalten sich danach. Auf exakt dieselbe Art und Weise. Sie haben dieselben Beweggründe, warum sie heiraten, warum sie Kinder kriegen. Und diese Gründe sind nicht individuell. Sie glauben, dass das individuell ist. Ich bin der Einzige, der aus diesem Grund heiratet. Nein, alle heiraten aus demselben Grund. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Ehen oder Familien scheitern. Weil die Beweggründe aus der Matrix kommen. Aus Vorlagen. Und nicht aus natürlichen Herzensangelegenheiten. Ich will heiraten, ich will diese Frau heiraten, ich liebe sie und so weiter. Das sagen sie, aber sie empfinden es nicht so. Wie sieht es denn aus mit unserem Leben? Ist unser Leben eigentlich auch ein Programm? Wenn wir nach Vorlagen handeln, wenn wir dasselbe Auto kaufen wie Millionen andere, wenn wir dasselbe essen, trinken, wenn wir unsere Haare so machen wie alle anderen, dann würde ich nachdenklich werden. Dann handle ich nicht so frei, wie ich denke, sondern nach Vorlagen. Das heißt, Freiheit entsteht, wenn ich bewusst, die Betonung ist ich, wenn ich bewusst Entscheidungen treffe. Aber wie viele Menschen treffen überhaupt Entscheidungen? Sie merken doch nicht mal, was sie machen. Sie merken es einfach nicht. Geschweige denn, dass sie bewusst die Entscheidung treffen. Und deshalb sind sie auch so überrascht, wenn es nicht funktioniert. Was meinst du, mit wie vielen Menschen ich gesprochen habe? Frauen zum Beispiel, die gesagt haben, eines Tages bin ich aufgewacht neben meinem Ehemann, nach 20 Jahren. Und ich habe ihn angeschaut und ich habe mich gefragt, wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Was macht er eigentlich in meinem Bett? Oder solche Sachen wie, eines Tages bin ich aufgewacht und mein Mann war weg. Mit einem jungen Jahr. Und ich habe erkannt, alles, was er erzählt hat, war eigentlich gelogen. Also diese Heirat und Kinder kriegen, ich liebe dich und bla bla bla, war einfach wie eine Seifenblase, ist einfach geplatzt. Wieso? Weil das von der Matrix kommt, weil das eine Ablenkung ist. Übrigens Ablenkung, das ist ein Zauberwort von mir. Die Matrix besteht hauptsächlich darin, dich von der Wahrheit, besonders über dich selbst, abzulenken. Du läufst irgendeiner Frau hinterher, irgendeinem Mann, irgendeinem Auto, du träumst von einem Haus, du träumst von Ruhm, von Reichtum und so weiter. Aber je mehr du nach außen gerichtet bist und meinst, ich bin unglücklich, da kommt eine Traumfrau und ich werde glücklich. Oder ein Traumhaus oder viel Geld, viel mehr als jetzt, dann werde ich glücklich. Das sind alles Ablenkungen. Die schlimmste Wahrheit, die beste Wahrheit, die ein Mensch über sich selbst erfahren kann. Und damit das Schlimmste, was ein Mensch der Matrix antun kann, ist Selbsterkenntnis. Ich wiederhole es. Die beste Wahrheit, die ein Mensch je erfahren kann, ist Selbsterkenntnis. Und das Schlimmste, was ein Mensch der Matrix antun kann, ist auch Selbsterkenntnis. Weil dann läufst du nicht mehr mit der Masse. Irgendwelche zwei Mannschaften spielen Fußball miteinander, dann denkst du dir, was hat das mit mir zu tun? Ich kenne die Leute überhaupt nicht. Warum soll ich mich freuen, wenn die eine Mannschaft gewinnt? Was wird denn schöner in meinem Leben? Was wird besser? Nichts. Also macht das für mich überhaupt keinen Sinn, da hinzugehen und rumzuschreien und die anderen zu hassen, wenn sie gewinnen. Das ist doch Irrsinn, das ist doch verrückt. Ist meine Identität, also mein Name, meine Herkunft, ist das auch alles Teil der Matrix? Absolut. Absolut. So wie ich gerade gesagt habe, Selbsterkenntnis ist das Schlimmste, was ein Mensch der Matrix antun kann. Das Schlimmste. Und wenn wir sagen, hä, was? Also mein Name, meine Identität, ich bin, was weiß ich, Deutscher, ich bin so und so alt, ich habe Kinder, ich habe eine Frau oder ich habe keine Frau, ich bin Single und all diese Dinge, die wir über uns denken, ja, all das ist Teil der Matrix.
Und ich kann das in dem Sinne beweisen, dass Matrix aus Rollen besteht. Wenn ich sage, ich habe Kinder, das heißt, ich betrachte mich als Vater oder ich betrachte mich als Mutter. Das ist eine Rolle, das bin ich nicht. Das ist meine Funktion für meine Kinder. Ich empfinde mich als Vater oder Mutter, weil ich Kinder habe. Das ist eine Funktion. Mit meiner Freundin gehe ich anders um als mit meiner Mutter, als mit meinem Vater. Mit meiner Tochter gehe ich anders um als mit meinem Sohn. Mit meinem Bruder gehe ich anders um als mit meiner Schwester. Mit meiner Sekretärin gehe ich anders um als mit meiner Chefin. Wieso? Weil das alles Rollen sind. Das heißt, der Mensch ist nicht wichtig, die Funktion ist wichtig. Also nochmal, der Mensch ist nicht wichtig, sondern die Funktion ist wichtig, das ist Matrix. Also da, wo der Mensch unwichtig wird, sondern seine Funktion wird wichtig, das ist Matrix. Alles wie Rollenspieler, wie im Computer. Wenn jemand eines Tages aufwacht und erkennt, dass alles, was er jemals über sich angenommen hat, eine Lüge ist, was dann? Also mir selbst ist das ja passiert. Ich bin 2003 in meinem Bett gestorben. Dann war ich auf der anderen Seite und ich habe Dinge gelernt und kam wieder zurück, weil ich zurückkommen wollte, weil ich helfen wollte. Und als ich zurückkam, habe ich festgestellt, in mir und in meinem Leben stimmte nichts. Nichts war in Ordnung, wirklich gar nichts. Meine gesundheitliche Situation, meine partnerschaftliche Situation, familiäre Situation, finanzielle Situation, da stimmte einfach gar nichts. Wieso nicht? Weil das, was ich dachte, dass ich bin, war ich gar nicht. Das war eine Illusion. Ich hatte von mir selbst überhaupt keine Ahnung. Ich wusste nicht, welche Kräfte in mir sind, welche Talente. Ich wusste eigentlich gar nichts. Und wenn jemand jetzt aufwacht und feststellt, alles, was er über sich selbst gedacht hat, dass er es ist und dass er es nicht ist, was macht er dann? Also ich würde empfehlen, ruhig zu bleiben, nicht durchzudrehen mit Alkohol, Drogen und so weiter. Viele machen das nämlich. Viele Menschen, vor allem junge Menschen, die erkennen, spüren es und statt sich darauf einzulassen, fangen sie an, Drogen zu nehmen und so weiter, weil sie es nicht verkraften, weil sie sagen, ja, das kann nicht sein. Einfach ruhig zu bleiben und einfach beobachten, so wie ich gesagt habe. Blickrichtung korrigieren, Fragen stellen und Entscheidungen bewusst treffen. Dann wird alles besser. Am Anfang ist das wirklich ein Schock. Wenn man seine Mutter anschaut und erkennt, ich kenne die Frau überhaupt nicht. Wenn man die Freundin anschaut und sich selbst fragt, liebe ich sie wirklich? Woher weiß ich das eigentlich, dass ich sie liebe? Woher weiß ich, dass sie mich liebt? Und irgendwann schaut man sich im Spiegel an und sagt, wer bist du eigentlich? Wer bist du wirklich? Ich kenne dich nicht. Und da fängt es an, dass das Leben interessant wird. Davor ist nur langweilig alles und hohl. Ist eigentlich ein Schauspiel, dass man so tut wie Schauspieler. Sie tun so, als ob. Aber dann beginnt das echte Leben. Wenn jemand merkt, dass sein Ich nicht real ist, wer hat dann sein Leben gemacht? Es ist wirklich sehr wichtig zu verstehen, dass wir mit einem sehr intelligenten Lebensplan in diese Welt kommen. Und deshalb bekommen wir auch die Genehmigung, dass wir auf diese wunderschöne Erde kommen können. Nur das System von Matrix hat einen eigenen Plan. Und sie haben überlegt, wie machen wir das, dass der Mensch, der hierher kommt, nicht sich selbst, sondern uns dient. Wie machen wir das? Und die mächtigsten Instrumente, die sie festgestellt haben, nutzen sie in den ersten 7 Jahren. Das heißt, der Mensch ist sehr echt, ist vollkommen wunderschön, hochintelligent und so weiter, er kommt in diese Welt. Und in den ersten 7 Jahren wird der Mensch so massiv programmiert von eigener Mutter, von eigenem Vater, die auch selber manipuliert worden sind, von Umfeld, so dass von diesem Individuum nichts übrig bleibt. Das heißt, das System von Matrix blockiert und wirklich überlädt sozusagen das wahre Wesen der Menschen
so dass die Menschen der Matrix dienen, aber nicht sich selbst. Egal, was sie machen, ob sie heiraten, ob sie Kinder kriegen, ob sie studieren oder ob sie einen Gemüseladen aufmachen. Sie dienen dem System, nicht sich selbst. Und das ist auch der Grund, warum wir äußerst selten glückliche Menschen sehen. Wir sehen Menschen, die sind begehrt, sie sind wunderschön, sie sind reich, sie sind berühmt, aber sie sind unglücklich. Wieso? Weil die Rolle, in der sie sich befinden, von Matrix ihnen übertragen worden ist. Das wollten sie überhaupt gar nicht so. Kein Mensch wird durch Ruhm glücklich. Kein Mensch wird durch Geld oder Reichtum glücklich. Der Mensch wird glücklich durch Persönlichkeitsentwicklung, indem er sich aus der Verwicklungen der Matrix befreit und immer mehr Richtung Licht geht. Das ist die einzige Möglichkeit, glücklich zu werden. Und je glücklicher wir werden, umso mehr Glück ziehen wir an. Es gibt eigentlich nur die Wahrheit, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir göttlich sind. Und wenn ich übrigens von Gott und Christus rede, rede ich nicht von Religion und heiligen Büchern und Propheten, sondern ich rede von den Herrschaften, die es wirklich gibt, die auch arbeiten jeden Tag hart. Und dass die Menschen verstehen müssen, ich sage immer, im Leben ist das so, wie es gibt solche Häuser, wo die Aufzüge permanent hoch und runter fahren und sie haben auch keine Tür. Man kann einfach einsteigen oder aussteigen. Und die rechte Seite geht nach oben, die linke Seite nach unten. Man kann immer umsteigen, man kann immer hochgehen oder runtergehen. Das ist das, was ich damit meine, mit Bewusstseinsentwicklung, mit Bewusstseinserweiterung, mit Persönlichkeitsentwicklung, dass man die Führung in seinem Leben übernimmt und anfängt, wirklich eigene, individuelle Entscheidungen zu treffen, selbst wenn die eigene Mutter dagegen ist, selbst wenn der eigene Vater dagegen ist, selbst wenn man seine Frau oder seinen Mann, ihren Mann oder Kinder und was weiß ich verliert. Dass man sagt, ich treffe diese Entscheidung, weil es für mich stimmig ist, auch wenn andere damit nicht einverstanden sind. Nur so wird man immer mehr echtes Ich. Ansonsten, wenn man immer versucht, anderen recht zu machen, anderen gerecht zu werden, entfernt man sich immer mehr von dem wahren Ich. Das ist das, was ich in Wiesbaden Ausbildung zum Lichtwanderer und Supergewinner vorhabe. Genau das. Wie ist das denn, wenn jemand Kinder hat? Was kann derjenige tun, dass seine Kinder gar nicht erst Teil der Matrix werden? Es ist dann zu spät. Tut mir wirklich sehr leid, weil wenn jemand sich selbst noch nicht aus der Matrix befreit hat und Kinder bekommt, dann merkt er nicht, woher auch, dass er als Handlanger der Matrix eigene Kinder massiv manipuliert, programmiert, blockiert, umleitet auf ein schwachsinniges Leben, das überhaupt keinen Sinn macht für das Kind. Dann ist es zu spät. Und wenn die Kinder schon da sind, kann man ja damit anfangen. Man kann sagen, ich fange an, mich zu entwickeln. Erlebe ich immer wieder, dass der Mann fängt an, sich zu entwickeln und die Frau kommt damit nicht mehr klar, sie verlässt ihn. Oder die Kinder kommen mit ihm nicht mehr klar, sie verlassen ihn. Und so weiter. Das heißt, das ist wirklich sehr wichtig, ich kann anderen nur das geben, was ich mir selbst erarbeitet habe. Wenn ich als Vater, wenn ich als Mann, als Freund mich selbst noch nicht aus der Matrix rausgeholt habe, muss nicht 100% sein. Es reicht schon, wenn ich 30% aus der Matrix ausgestiegen bin. Dann kann ich auch Kinder kriegen, dann weiß ich, worauf ich achten soll. In welchem Land soll ich meine Kinder bekommen, in welchem System? Wo sollen sie überhaupt in den Kindergarten gehen und so weiter. Dass ich alles unter Kontrolle habe, dass ich weiß, was meinem Kind geschieht. Und diese Bewusstheit habe ich äußerst selten bei Familien erlebt. Äußerst selten, eigentlich gar nicht. Wie fühlt es sich an, wenn jemand das erste Mal die Matrix erkennt und wenn jemand aus der Matrix aussteigt? Schock. Das ist ein Schockzustand. Wenn jemand aufwacht und merkt, bis jetzt hat er gedacht, er hat eine Mutter. Und jetzt schaut er sie an und sieht nur Programme. Dass die Frau nicht mal ein Individuum hat. Geschweige denn irgendwie Persönlichkeit oder Einzigartigkeit oder sowas. Alles war eigentlich eine Show. Oder bei dem Vater oder noch schlimmer bei sich selber. Dass er immer gedacht hat, ich bin so und ich bin so.
Dann hat er über sich immer so Sachen erzählt, ja, ich sehe es so, ich mache das so. Und dass das alles eigentlich eine Show war. Das war eine Show, wie eine Fernsehserie. Und nichts davon ist wahr. Nichts davon war echt. Das ist ein Schock, dass man denkt, nee, ich spinne doch. Ich brauche Therapie oder sowas. Wie komme ich auf solche Gedanken? Nein. Du bist am Aufwachen. Und leider wachen viele in falsche Richtung auf. Zum Beispiel, dass sie auf Esoterische reinfallen. Und dass sie meinen, ich bin jetzt erwacht und ich bin jetzt ein Lichtwanderer, ich hole mir Heilsteine, ich hole mir Tarotkarten, ich mache Meditation, Yoga oder ich mache was weiß ich reise nach Indien und mache einen auf spirituell, das ist alles Quatsch, das ist auch Matrix. Alles nur Verarschung. Alles Ablenkung. Und ich sage immer, den wahren Helfer erkennt man daran, dass er einen zu sich selbst zurückführt. Man kann mich so nennen, wie man will. Interessiert mich nicht. Aber meine Arbeit ist, den Menschen zu sich selbst zurückzuführen. Ich will nicht, dass die Menschen mir folgen. Oder irgendjemandem oder irgendetwas. Oder dass eine neue Religion ins Leben gerufen wird. Oder sowas. Der Mensch hat nur eine Möglichkeit, glücklich, erfolgreich und reich zu werden. Nur eine. Er muss mit sich selbst glücklich umgehen. Und das bedeutet Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Wie bin ich wirklich? Nicht wie ich dachte. Mein Vater war Frühaufsteher, ich bin auch Frühaufsteher und ich habe mein Leben lang gedacht, ich bin Frühaufsteher. Und jetzt entdecke ich eigentlich gar nicht. Vielleicht bin ich mal Frühaufsteher, vielleicht nicht, vielleicht Langschläfer und so weiter. Dass man einfach, wie ich schon gesagt habe, die Blickrichtung korrigieren, Fragen stellen, bewusste Entscheidungen treffen. Die Blickrichtung korrigieren, Fragen stellen und bewusste Entscheidungen treffen. Das ist ja eigentlich schon sowas wie eine Kurzanleitung für alle, die jetzt zuschauen. Also merkt euch das gut. Ich habe das ausprobiert. Also ich habe das nicht irgendwo gelesen oder sowas. Ich habe das ausprobiert. Ich musste alles mir zusammenkratzen und ich musste dafür leiden. Ich musste dafür bluten. Ich bin durch Armut, durch Katastrophen gegangen. Ich habe Sachen verstehen wollen und ich konnte es nicht. Ich hatte auch niemanden, der mir irgendwas erklärt hätte. Und all das, was ich kann, alles, was ich verstanden habe, will ich so einfach und so effektiv weitergeben wie möglich. Zum Beispiel durch die Bücher oder Seminare. Das heißt, eigentlich werden die Menschen die ganze Zeit manipuliert. Du sagtest vorhin, ein Zweck sei einfach Profit zu machen. Früher sagte man ja auch zum Beispiel von der Religion, es sei Opium fürs Volk, um die Leute zu manipulieren. Aber was ist der Zweck dahinter? Ist das einfach Macht? Ist das Profitgier? Was oder wer steckt denn dahinter? Interessant ist, dass diese Dinge, die du gesagt hast, in der Matrix sich verändern. Am Anfang, ziemlich am Anfang, ging es darum, testen, ausprobieren, was funktioniert nicht. Und dann ging es einfach darum, etwas zu verkaufen, mehr Geld zu verdienen. Und dann haben sie gesagt, wir wollen die Entscheidungen der Menschen beeinflussen. Wir wollen die Entscheidung treffen, was sie kaufen. Und je nachdem, wer uns mehr Geld gibt, dann sein Produkt wird verkauft. Also in dieser Welt Multimillionär oder Milliardär zu werden mit Betrug ist sehr viel einfacher als mit harter Arbeit. Ich sehe immer wieder in TikTok auch oder YouTube auch im deutschsprachigen Raum, da gibt es viele, sie tun immer so, sie sind Milliardär geworden oder Multimillionär geworden mit Kryptowährung zum Beispiel. Und sie kommen sich unglaublich intelligent vor. Sie glauben, sie haben es geschafft. Sie glauben, sie sind erfolgreich. Sie haben noch nie irgendwas Schönes, Wahres, Gutes, Positives für die Menschen getan. Sie haben nie irgendeine Dienstleistung gebracht. Sie haben nie irgendwas repariert. Durch Betrug sind sie reich geworden und sie glauben, sie haben es geschafft. Sie glauben, das ist Erfolg. Nein, das ist Matrix. Dieses Geld, das man mit Betrug verdient, indem man den Leuten irgendwas erzählt, was nicht wahr ist, dieses Geld bleibt einem im Hals stecken, bringt einen um. Wenn nicht in dieser Inkarnation, dann in der nächsten Inkarnation. Deshalb, es ist wirklich sehr wichtig, dass man sagt, Christus sagt ja, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Das heißt, wenn ich das mit meinen Worten übersetze, heißt, sie wissen nicht, welche Folgen das hat, was sie tun. Sie sehen schnelle Erfolge, jetzt du machst irgendwas, erzählst irgendwas, was gar nicht wahr ist, dann kommt Geld und dann sagst du, siehst du, ich bin jetzt erfolgreich. Aber dass du mit Lug und Trug eigentlich Geld verdient hast und dass dieses Geld innerlich hohl ist, da ist keine Kraft drin, da ist keine Wertschätzung von Menschen drin, keine Dankbarkeit. Du hast mir geholfen, du hast mich gerettet, du hast mich heil gemacht, du hast mir meinen Weg gezeigt, du hast mir aus der Verzweiflung geholfen und so weiter, ist gar nicht drin. Also das Geld hat überhaupt keine Kraft, keine Lebenskraft, ist nur bedrucktes Papier. Und der Schuss geht nach hinten los. Und das ist auch alles Matrix, dass die Leute glauben, mit sowas wird man erfolgreich. Und deshalb, also aktuell oder bis vor 5 Jahren, 10 Jahren ging es um Macht. Die Matrix wollte jetzt nicht mehr Geld haben oder verkaufen oder Entscheidungen manipulieren, sondern Macht. Und jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter und das ist der letzte Schritt. Sie wollen die Menschen vernichten. Sie wollen alles, was von Gott kommt, vernichten. Alles. Alles, was irgendwie menschlich ist. Das muss man dann mal auf sich wirken lassen. Das ist auch die Idee, warum künstliche Intelligenz überhaupt entstanden ist. Warum sollte Intelligenz künstlich sein? Wir haben doch menschliche Intelligenz. Wir haben natürliche Intelligenz. Wir haben göttliche Intelligenz. Warum künstlich? Wer kontrolliert das eigentlich? Wer ist auf die Idee gekommen, dass es künstliche Intelligenz geben soll? Und die Leute sind so begeistert, dass man mit künstlicher Intelligenz jetzt Webseiten erstellen kann, dass man Homepage erstellen kann, dass man Apps stellen kann oder Fotos und Avatare herstellen kann und so weiter. Aber sie schauen nicht tief in die Zukunft. Wer hat künstliche Intelligenz eigentlich ins Leben gerufen? Mit welcher Absicht? Die Idee ist, Menschen zu vernichten. Nicht ersetzen, sondern vernichten. Und das bedeutet, dass man über die Kraft der Menschen verfügt, indem man sie energetisch aussaugt. Und das ist die Idee, ist eine lächerliche Idee, weil es nicht funktioniert, aber die glauben daran. Von Menschen die Kraft, die Lebenskraft auszusaugen und in sich zu speichern und immer stärker zu werden, irgendwann sogar gegen Gott vorzugehen. Das ist eine uralte Idee, die plus minus 6 Milliarden, 5 bis 6 Milliarden Jahre alt ist. Und das ist die letzte Möglichkeit, die sie haben, mit künstlicher Intelligenz Menschen zu vernichten. Wenn du das so erzählst, kriege ich eine richtige Gänsehaut. Das ist wirklich gruselig. Ich erinnere mich, früher gab es mal so ein altes Volkslied, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Das gilt ja überhaupt nicht mehr. Die Gedanken sind alles andere als frei. Mir fallen Science-Fiction ein, wie der Terminator. Das ist eigentlich gar nicht so Fiktion, wie man eigentlich denkt. Das ist viel realer, als man normalerweise annehmen würde. Aber wie kann man sich denn eigentlich schützen? Wie merkt man denn, ich bin jetzt gerade in der Matrix drin, ich mache irgendwas, was die Matrix mir diktiert, und wie kann ich das drehen? Wie kann ich das ändern? Du hattest WLAN eben erwähnt, aber wie merkt man denn überhaupt, ich bin da jetzt gerade drin, ich mache etwas, was die Matrix will, oder ich mache etwas, was ich selbst wirklich will? Schritt Nummer 1, Blickrichtung ändern. Beispiel. Ich habe eine Kamera mein Auto hat, 5000 Kameras. Egal wo ich hinfahre, ich sehe immer hinter mir, neben mir, unter mir. Und wenn ich an einer Ampel stehen bleibe, schaltet Display auf Kamera und die Kamera zeigt die Ampel. Wenn ich die Ampel anschaue, sieht ganz normal aus. Wie in meiner Ampel. Wenn ich auf die Kamera schaue, dann sehe ich, das ist eine LED und pulsiert. Mit einem bestimmten Tempo. Kann auch so sein oder kann so sein. Und wenn ich mich darauf konzentriere, warum pulsiert das eigentlich? Viele Leute wissen gar nicht. LED-Licht pulsiert. Wir sehen es nicht. Das ist so gemacht, dass das menschliche Auge dieses Pulsieren nicht sehen kann. Das ist wie Bildwiederholung beim Fernsehen. Da werden die Bilder, 25, 60 Bilder werden wiederholt und dann haben wir das Gefühl, da läuft irgendwas, jemand läuft rum im Fernsehen und so weiter. Das heißt, wir schauen auf etwas, aber wir sehen nicht, was da wirklich passiert.
Die Blickrichtung, Schritt Nummer 1, Blickrichtung korrigieren heißt, anders auf die Dinge schauen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, Taylor Swift ist auf der Bühne, dass man sagt, oh, sie ist ja toll aus, sie ist so groß und hat tolle Schuhe an und sie hat die Haare anders gemacht, wow, jetzt hat sie was anderes an. Das sind so, sie wollen, dass wir so sehen. Aber wenn wir jetzt darauf schauen und sagen, welche Gedanken hatte sie, welche Absichten, dass sie sich so angezogen hat, wieso steht sie so da? Da steht doch kein Mensch normalerweise so da. Wie fängt das Konzert eigentlich an? Was passiert da? Alles, was auf der Bühne passiert. Also Blickrichtung ändern heißt, ich will andere Dinge sehen als bis jetzt. Schritt Nummer 2, Fragen stellen. Was bedeutet das? Warum? Wieso macht man das so? Ist das Zufall? Zum Beispiel die Handyfrequenzen, die wir bekommen. Es gibt zigtausende Frequenzen, die man hätte nehmen können. Also technisch wäre das möglich gewesen. Sie haben bewusst die Frequenz genommen, die das Gehirn kaputt macht. Also die einzige Frequenz, die das Gehirn 2,4 Hertz zum Beispiel. Und es gibt Leute, die sind sogar begeistert, sagen, mein WLAN hat 5 Gigahertz. Sie wissen nicht, das ist eine Verbrennungsanlage, wie Mikrowelle. Die Leute, die Elektroauto kaufen, die wissen überhaupt gar nicht, was sie sich damit antun. Das ist alles wissenschaftlich belegt, das ist nicht Verschwörungstheorie oder sowas. Dafür gibt es Artikel, es gibt Videos, es gibt Beweise, es gibt Studien, es gibt tausende Ärzte, die das unterschrieben haben, dass es so ist, aber die Leute erfahren davon nichts. Mich wundert das, dass es immer noch Frauen gibt, die Kaugummi oder überhaupt Menschen gibt, die Kaugummi kauen, die wissen überhaupt nicht, was sie da tun. Warum sollte man Kaugummi kauen? Ständig kauen ist doch kein natürliches Verhalten. Also Blickrichtung ändern, Fragen stellen, alles hinterfragen. Warum ziehe ich mich so an? Warum mache ich Sport? Warum esse ich jetzt das? Warum will ich überhaupt was essen? Will ich essen, weil ich hungrig bin? Will ich essen, weil ich Appetit habe? Will ich essen, weil ich Lust habe auf etwas? Das sind 3 Dinge, Hunger, Appetit, Lust und so weiter. Blickrichtung korrigieren, also mehr sehen, kritisch hinschauen, Fragen stellen und bewusste Entscheidungen treffen. Das ist das absolute A und O, Alpha und Omega. Alles beginnt und endet mit bewusster Entscheidung. Dass man nicht einfach ein Auto kauft, sondern dass man, bewusst meine ich, dass man das für sich selbst argumentieren kann. Dass man sagen kann, ich mache jetzt Urlaub, weil. Ich mache nicht 1 Woche, sondern 2 Wochen Urlaub, weil. Und ich mache nicht dort Urlaub, sondern dort. Zum Beispiel Urlaub machen, wo normalerweise Touristen sind, ist einfach falsch. Da gibt es nichts mit Erholung. Man läuft die ganze Zeit rum von einer Sehenswürdigkeit in die nächste. In Restaurants wird man ausgebeutet. Man bekommt das, was Touristen normalerweise bekommen. Alles ist überteuert. Man wird überall belogen und betrogen. Gastronomen sind alle gestresst. Das ist kein Urlaub. Dass man bewusst die Entscheidung trifft und sagt, warum mache ich es eigentlich? Will ich Urlaub machen? Will ich mich erholen? Will ich runterfahren? Will ich die Natur kennenlernen? Will ich vielleicht das Land kennenlernen, um eventuell auszuwandern? Dass man wirklich bewusste Entscheidungen trifft. Das heißt, Blickrichtung korrigieren, dass man woanders hinguckt und nicht, wo alle hingucken, sondern woanders auf andere Dinge achten. Fragen stellen, dass man wirklich versucht, an Informationen zu kommen. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Warum? Einfach, dass man wirklich herausfindet, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und dann der dritte Schritt, bewusste Entscheidungen treffen. Du glaubst gar nicht, wie kompliziert das ist. In so einer Welt, in der wir leben, wo wirklich Unbewusstheit in allem existiert, dass man anfängt, genau in so einem System bewusste Entscheidungen zu treffen, ist eine unglaubliche Errungenschaft. Am Anfang sehr anstrengend, dass man wirklich alles unter die Lupe nehmen muss. Und das geht einem auch an die Psyche, dass man denkt, du willst Wassermelone essen und dann musst du überlegen, wo kommt das her? Was ist da drin? Normalerweise früher hätte man gesagt Wassermelone, dann isst du irgendeine Wassermelone, aber so einfach ist das heutzutage nicht mehr.
dass Kartoffeln bis 50 Mal, das muss man, wer kommt denn auf sowas, dass Kartoffeln 50 Mal mit den Giftstoffen besprüht werden, die den menschlichen Organismus kaputt machen. Das sind Gifte, die kennt der Körper gar nicht. Der Körper merkt überhaupt gar nicht, dass gerade Gifte reinkommen. Da denkst du dir, ich esse Kartoffeln. Nein, du isst eine Giftbombe. Und jetzt überlegt man, wenn man sagt, ab jetzt achte ich darauf, was ich esse, was ich trinke. In welchem Restaurant, mit wem. Ich achte darauf, was ich denke, was ich fühle, was ich sage, wie ich mich anziehe. Das ist das. Am Anfang ist das sehr anstrengend. Aber man gewöhnt sich daran. Und dann langsam die Lebensqualität steigt. Dann merkt man, mir geht's besser. Ich fühle mich besser, ich kann besser schlafen, ich kann besser arbeiten, ich verdiene mehr Geld. Alles wird besser im Leben. Ohne Bewusstheit, also ohne bewusste Entscheidung wird nichts besser. Ich sage immer, wenn man glückliche, intelligente oder überhaupt eine Entscheidung ist ohne Unterscheidung nicht möglich. Sehr wichtig. Eine Entscheidung ist nur durch Unterscheidung möglich. Unterscheiden, scheiden bedeutet ja auseinandergehen. Entscheidung bedeutet, dass ich Recht und Unrecht, falsch und richtig, wahr und unwahr, gut und böse voneinander unterscheiden kann. Und dafür brauche ich Information. Und deshalb Blickrichtung korrigieren, Fragen stellen und bewusste Entscheidungen treffen. Diese drei helfen uns, intelligente, glückliche Entscheidungen zu treffen, dass die Lebensqualität immer weiter steigt. Mit anderen Worten, nur so, wirklich nur so steigt man aus der Matrix aus. Mit kleinen, einfachen Schritten und nicht mit irgendwelchen Heilsteinen oder irgendwelche Meditationen und irgendwelche Ritualen und über Feuer laufen und so weiter. Das ist alles Unsinn. Du sagtest ja eben, dass man bei den bewussten Entscheidungen sich selbst gegenüber argumentieren können muss. Bei manchen Menschen ist das ja so, dass sie dazu neigen, sich Dinge schön zu reden. Das kommt dann vermutlich von mangelnden Informationen oder schlechten Informationen, aber heutzutage ist ja das Internet auch voll mit Informationen und manchmal weiß man gar nicht, sind das Fake News, sind das jetzt echte Nachrichten? Wie erkennt man denn die Wahrheit, echte Informationen, die man braucht? Wie findet man die? Wir sind Kinder Gottes. Wir haben göttliches Bewusstsein in uns, jeder von uns. Und dieses göttliche Bewusstsein ist wie eine Radaranlage. Hilft uns, die Wahrheit von Unwahrheit zu erkennen. Das können wir alle. Nur wir haben diese Fähigkeit einfach nie gelernt zu nutzen. Wir haben es nie entdeckt, geschweige denn genutzt. Das ist wie wenn man zum Beispiel einen Unfall hat und der Arm ist eingegipst und nach 2 Monaten holt man das alles weg. Dann ist es Haut und Knochen. Die ganzen Muskeln sind weg. Warum? Weil man den Arm überhaupt nicht benutzt hat. Bei Gehirnzellen ist das genauso. Die Gehirnzellen werden deaktiviert, wenn man sie nicht nutzt. Wenn man nichts Neues lernt, wenn man keine neuen Fähigkeiten entwickelt, neue Sprachen, neue Wege, neue Methoden, neue Erneuerung, weil das Leben besteht aus Erneuerung, eine permanente Veränderung. Veränderung ist die Essenz des Lebens. Und da, wo es keine Veränderung gibt, ist alles tot. Ob das jetzt eine Beziehung ist, eine Arbeit, einfach nur Wiederholung, da ist alles tot, da gibt es kein Leben. Und das bedeutet, wenn wir die Wahrheit erkennen wollen, müssen wir, die Matrix macht uns immer unruhig. Je unruhiger wir sind, zum Beispiel ängstlich, unruhig durch Angst, durch Wut, durch Sorgen und so weiter. Je unruhiger wir sind, umso weniger können wir verstehen. Heißt, je ruhiger wir werden, wenn man sagt, wie benutze ich eigentlich dieses göttliche Bewusstsein in mir, dann sage ich durch Ruhe. Du musst runterfahren, du musst aufhören, dir Sorgen zu machen, du musst anfangen zu vertrauen, zu spüren, du bist nicht allein, du bist nicht verdorben, du bist hochintelligent, du bist hochbegabt, du bist wunderschön, du bist vollkommen. Die Matrix, eine unglaubliche Errungenschaft von Matrix ist, dass Matrix es geschafft hat, uns ein Bild zu liefern, ein Selbstbild zu liefern, das mit der Wahrheit überhaupt nicht zusammenpasst. Das heißt, ich schaue mich im Spiegel an, ich sehe mich nicht. Ich sehe das Bild, das Matrix in mich hinein installiert hat über mich.
Ich sehe meine Macht nicht, ich sehe meine Kräfte nicht, ich sehe meine Talente nicht, ich sehe meine Bestimmung nicht, ich sehe gar nichts. Und das ist auch der Grund, warum die Leute sagen, ich kenne mich nicht, ich weiß nicht, wer ich bin. Was ist meine Bestimmung? Was ist der Sinn meines Lebens? Das sind so elementare Fragen, die die Leute nicht beantworten können, weil sie ein falsches Selbstbild von sich haben, das Matrix ihnen verpasst hat. Also wir haben diese göttliche Radaranlage in uns, dass wir, manche nennen das Intuition, dass wir wahr und unwahr voneinander unterscheiden können. So, das ist die eine Möglichkeit. Ruhig werden und einfach schauen. Andere Möglichkeit parallel sollten wir nutzen ist, dass wir niemals an eine Informationsquelle uns auf eine Informationsquelle verlassen, sondern mehrere. Je mehr, umso besser. Und dann kann man, die dritte Möglichkeit ist, dass wir schauen, wer, warum. Diese zwei Fragen, wer, warum, sagt etwas. Wenn ich zum Beispiel deutsche Fernsehsender mir anschaue oder Nachrichtensender und ich schaue mir an, was sagen sie, nicht welche Worte sie benutzen, sondern was sagen sie aus. Welche Informationen, welche Inhalte geben sie mir, ohne dass ich es merke? Dass sie ständig gegen Russland schießen, dass sie sagen, die Chinesen sind böse, wir sind gut und die sind böse, solche Sachen. Das heißt, ich muss ruhiger werden, dann kann ich mein göttliches Bewusstsein mehr nutzen. Und übrigens, wenn man ruhiger wird, kann man seine eigene Seele besser verstehen und kommunizieren, weil die Seele informiert uns ununterbrochen, Tag und Nacht. Unsere Seele informiert uns ununterbrochen, was wir tun, lassen sollten, was für uns gut ist und was nicht. Nur wir hören nicht darauf. Wir haben es auch nirgends gelernt. Dass wir immer ruhiger werden und dass wir einfach schauen, welche Informationen bekomme ich gerade und dann unterschiedliche Quellen, am besten gegensätzliche sogar. Die sagen, ich habe Videos gesehen, das ist ungeheuerlich. Da sitzen Ärzte, die sagen, Obst und Gemüse sind schädlich für den Körper. Und da musst du und welche Argumente derjenige liefert, dann weißt du, derjenige ist von Pharmaindustrie bezahlt, damit die Leute das, was Natur uns gibt, nicht essen. Und weiß Gott, was sie dann sonst essen, dass sie gar nicht darauf achten. Ich habe mal von irgendwo, Rüdiger Dahlke hat in einem Interview gesagt, wenn ein Mann, überleg mal, er ist Arzt, er sagt, wenn ein Mann jeden Tag ein Ei isst, dann hat er nach ein paar Monaten Prostatakrebs. Da denkst du dir, was? Wo hat er das eigentlich her? Was meint er überhaupt damit? Wie kommt man auf so eine Idee? Den Leuten zu sagen, sie sollen keine Eier essen. Wenn er gesagt hätte, die Leute sollen auf Bioqualität achten, weil Hühnereier, sie sind eine Mineralstoffbombe. Alles, was der Körper braucht, beinahe ist da drin. Und wenn du ein Ei, 2 Eier pro Tag isst, vor allem vormittags, gekochte Eier, dann geht es dir besser, alles wird besser in deinem Leben, in deinem Körper. Du kannst viel klarer denken, du kannst viel mehr, dein Gedächtnis wird besser, dein Immunsystem wird besser, alles wird besser. Und dann sitzt er da als Arzt und sagt, die Leute sollen kein Ei essen. Das heißt, wir müssen uns wirklich anschauen, wer spricht da, wer, was sagt er und warum sagt er es. Nur die ganz einfache 3 Fragen, wer, oder zum Beispiel, man könnte da auch sagen, wer bezahlt ihn eigentlich? Wer sagt was, warum? Wer, was, warum? Das ist die einfachsten Fragen, wie wir herausfinden können, ob die Informationen, die wir jetzt bekommen, Desinformation sind, sogar Lügen sind, die uns manipulieren wollen, oder ist das die Wahrheit? Du sagtest auch, dass die Menschen einfach ruhig werden müssen, um sich selber wieder zu erkennen, um überhaupt wieder klar zu werden im Kopf. Aber wenn jetzt jemand so unruhig ist, was kann er denn tun, um wieder ruhiger zu werden? WLAN abschalten, Handys nicht so oft benutzen. Noch ist das möglich, dass man das Handy umschaltet, die Verbindung von 5G runter auf 4G. Ich habe von so vielen Leuten gehört, sie hatten Ohrensausen, sie hatten Augenprobleme, Kopfschmerzen, weiß Gott alles.
Und in Lives, die ich bei YouTube mache, jeden Sonntag, 18 Uhr, da habe ich mich hineinbegeben in sein System. Und dann habe ich ihm gesagt, probier mal, ob das vielleicht hilft. Wenn du dein Handy von 5G, standardmäßig jedes Mal, wenn ich Updates auf mein Handy habe, schaltet hoch auf 5G. Und ich schalte es runter auf 4G. Sie haben es gemacht und die Probleme waren weg. Das heißt, die Technologien LED-Licht, die Autos, die wir fahren, Elektroautos, Mikrowelle, WLAN, Handys, wirklich all diese Technologien, sie verursachen, mittlerweile gibt es auch digitale Stromzähler. Das heißt, es ist permanent mit dem Server verbunden und liefert Informationen. Heißt, ob du einen Kühlschrank aufmachst oder zumachst, ob du einen Herd anmachst, welche Platte du anmachst, alles wird gesendet an Stromlieferanten. Und hier in der Schweiz kannst du zum Beispiel Stromlieferanten gar nicht aussuchen. Wenn du in Basel lebst, bist du der Firma ausgeliefert. Überleg mal, wer lässt sich sowas einfallen? Dass ich meinen Stromlieferanten nicht aussuchen kann, wie in Deutschland das der Fall ist. Ich bin dem Stromlieferanten, Wasserlieferanten und so weiter komplett ausgeliefert. Verstehst du, das sind alles Dinge, wenn man ein bisschen darüber anfängt nachzudenken, Fragen zu stellen, dann wirst du merken, wir leben in einer Welt wirklich, die eigentlich nur aus Lug und Trug besteht. Unfassbar, unfassbar. Also eine Liste aufstellen von unnatürlichen Dingen, die um mich herum oder mit mir passieren. Das heißt, die einen werden kaputt gemacht, die nicht gebraucht werden. Und die man gebrauchen kann, quasi, die systemrelevant sind, versucht man da dann an die Energie ranzukommen? Ja, man benutzt sie für das System. Da, wo die Maschinen es noch nicht können, benutzt man diese Menschen. Die 5 teuersten Schulen weltweit gibt es in der Schweiz. Die billigste ist 80.000 pro Jahr für ein Kind. Und die teuerste 300.000 oder sowas. Dann denkst du dir, wieso? Wieso? Anscheinend lernen sie irgendwas anderes. Wieso lernen die Kinder nicht in jeder Schule? Wieso muss man so viel Geld haben, dass man sich sowas leisten kann? Wer hat denn so viel Geld? Jemand, der mit dem System geht. Jemand, der fürs System nützlich ist. Und Sklaven haben kein Geld. Sie können sich sowas nicht leisten. Also wirklich, in dieser Welt ist viel los. So viel los, dass ich fast sagen kann, 100% von den Systemen, die es in dieser Welt gibt, sind von der Matrix. Sowas wie Religion, alles von der Matrix. Wirtschaft, alles von der Matrix. Politik, alles von der Matrix. Wirklich alles, was es gibt. Philosophie, Esoterik, spirituelle Szene. Also wenn ich mir da anschaue, wer sich spirituell nennt, die sitzen da mit Schamhaaren im Gesicht mit einem Riesenkondom auf dem Kopf und glauben, sie haben was verstanden. Und sie bringen irrsinnigsten Sachen wie, es gibt keinen Gott, das Leben macht keinen Sinn, wieso suchst du überhaupt nach einem Sinn, genieß doch dein Leben und so weiter. Solche Informationen bringen sie in die Welt. Nach dem Motto, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist nicht da. Das heißt, du musst runterschauen, fressen, bis du tot bist. Du musst nicht zurückschauen, weil wenn du zurückschaust, lernst du ja was. Dann lernst du aus deinen Erfahrungen, aus deinen Fehlern. Das wollen sie nicht. Du guckst einfach runter und du denkst nicht an die Vergangenheit. Das heißt, all deine Konflikte, Probleme, Traumata, alles, was du hattest, löst du nicht. Und du schaust auch nicht in die Zukunft, weil sie nicht da ist, heißt, du brauchst die Zukunft gar nicht zu planen. Also brauchst du überhaupt keine Entscheidung zu treffen. Du lebst da wie ein Nutztier, isst, was man dir gibt, und dann ist gut. Und solche Typen nennen sich spirituelle Lehrer. Da muss man sich mal vorstellen. Da wird es einem nur noch schlecht. So sieht es aus in dieser Welt. Alles ist eine Industrie. Es geht nur darum, verkaufen mit Lug und Trug und Betrug. Die ganze Zeit. Und das ist Matrix. Aber ich muss auch sagen, diese Matrix hat eine endgültige Niederlage erlitten vor 2000 Jahren durch Christus. Und das mit künstlicher Intelligenz, was jetzt hochgefahren wird, ist die letzte Möglichkeit. Und auch das wird nicht funktionieren.
Man kann Menschen nicht künstlich machen. Eine Weile funktioniert das, aber nicht dauerhaft. Du bist ja auch Matrix Cleaner. Das heißt ja, du hilfst Menschen, sich aus der Matrix zu befreien. Wie kann man sich das denn vorstellen mit dem ganzen Hintergrund, den wir jetzt erfahren haben? Es gibt unterschiedliche Matrix-Programme. Zum Beispiel, es gibt Programme, die haben sich darauf spezialisiert, im Unterbewusstsein gespeichert zu werden. Von dort aus manipulieren sie uns, manipulieren unsere Entscheidungen, sodass wir nicht merken, später nicht mehr erklären können, warum habe ich das gesagt, warum habe ich das getan, warum habe ich geheiratet, warum habe ich das überhaupt studiert. Sie können sich das nicht erklären, weil sie nicht bewusst diese Entscheidung getroffen haben. Und es gibt andere Programme, die nisten sich ein im Gehirn. Zum Beispiel Alkoholprogramme, zum Beispiel Programme Kaugummi kauen. Alle diese industriehergestellte Sachen sind Programme eigentlich. Früher gab es wenigstens Fertigprodukte, die hast du einfach im Backofen getan und da war das wirklich eine Pizza. Die hat auch gut geschmeckt, dass man gesagt hat, wow. Und jetzt isst du das, aber da ist überhaupt keine Pizza mehr drin, da ist überhaupt kein Brot mehr drin. Das ist alles nur Gift und Programme. Das heißt, wenn die Menschen Alkohol trinken, werden bestimmte Programme in bestimmten Bereichen im Gehirn gespeichert. Und solange diese Programme im Gehirn sind, kommt der Mensch von Alkohol nicht los. Dann gibt es andere Programme, die sind organisch. Alkoholprogramme nisten sich zum Beispiel in die Leber ein. Die Leber ist programmiert auf Alkohol. Und das heißt, wir halten mal fest, im Unterbewusstsein, im Gehirn, im Leber, im Rückenmark, im Blut und so weiter. Zuckersucht, Zigaretten, Alkohol, Drogen, Pornos und so weiter. Das sind alles Programme. Unnatürliche Programme. Zigarettenrauchen ist ein unnatürliches Verhalten. Wir werden nicht mit einer Zigarette geboren oder mit Zigarren oder sowas oder mit Drogen oder mit Pornos und so weiter. Das sind unnatürliche Dinge. Das heißt, unnatürliche, also künstliche Programme müssen uns dazu zwingen, das zu tun. Und wenn ich sage Matrix Clean, meine ich damit, dass ich innerhalb von Sekunden diese Programme alle löschen kann. Habe ich auch geschafft. Ich habe 1000 Menschen von Alkohol, von Zigaretten, von Pornos, von Drogen befreit. Auf diese Weise, weil ich weiß es, egal, ich sage es trotzdem. Wenn jemand von Alkohol betroffen ist und sagt, ich trinke, Rotwein hat andere Programme als Weißwein, die haben andere Programme als Bier, die schlimmsten Programme Whisky und wie die alle heißen. Und diese Programme haben eine bestimmte Zielsetzung. Sie wollen an bestimmte Informationen, an bestimmte Lebenskraft von denjenigen kommen. Das ist ein System. Wenn ich jemandem helfen will, von Zigaretten zum Beispiel oder von Alkohol wegzukommen, muss ich das System knacken. Ich muss das System sehen und dann sehe ich in diesem Menschen, in diesem Organismus, welche Organe, welche Bereiche im Gehirn, Rückenmark, Nervenzellen, Nervenbahnen und so weiter davon betroffen sind. Dann gehe ich genau hin und lösche das. Und das Schöne daran ist, durch die Gnade Gottes ist mir das möglich geworden, dass das, was gegen den Willen des jeweiligen in ihn installiert worden ist, ich löschen darf, weil er damit nicht einverstanden war. Das heißt, derjenige ist manipuliert worden, ohne dass man ihn gefragt hat, ob er das will. Wenn jemand aber sagt, ich will weiter Zigaretten rauchen, dann kann ich nicht helfen, weil ich kann den Willen von den Menschen nicht brechen. Wenn jemand sagt, ich genieße es zu rauchen, habe ich auch geraucht und ich liebe das, aber ich will damit aufhören. Wenn er diese Willenserklärung hat, dann gibt er mir die Möglichkeit, hineinzugehen und diese Programme zu löschen. Deshalb habe ich das Matrix Clean genannt. Man wird gereinigt, befreit von der Matrix. Und das bezieht sich jetzt nicht nur einfach auf Zigaretten oder Alkohol oder Drogen, sondern auch Ängste. Zum Beispiel Ex-Partner, die haben, vor allem Männer, programmieren massiv, ohne dass sie das wollen, die Frauen, besonders beim Sex. Die Sexprogramme, was die Sexprogramme mit einer Frau machen, wenn die Frauen das wüssten, sie würden sich überhaupt nicht mehr anfassen lassen.
Es sei denn, da fließt Liebe und nicht irgendwelche Unzulänglichkeiten, irgendwelche traumatische Erlebnisse, irgendwelche Glaubenssätze oder Gifte und so weiter. Das sind so, ich habe immer so das Gefühl, ich rede zu viel, weil ich so voll bin von Informationen, die in dieser Welt völlig unbekannt sind. Und mich macht es sehr traurig, wenn ich sehe, unter was die Menschen leiden. Sie glauben, sie leiden, weil sie alt sind. Sie glauben, es gehört einfach dazu, wenn du 70 bis 80 bist, dann leidest du halt. Der Körper ist kaputt, du kannst nicht mehr, das ist nicht so. Es gibt 150-Jährige, in Japan zum Beispiel, in Südamerika, in Nordamerika, in China, die arbeiten ganz normal, wie sonst auch. Also alt werden, man kann auch alt werden und trotzdem glücklich sein, gesund sein. Und das sind alles Programme. Auch Gedanken sind Programme, Überzeugungen, die man hat. Also die Palette ist unbegrenzt, unbegrenzt. Aber gleichzeitig macht es mich auch glücklich, wenn ich wirklich innerhalb von Sekunden das lösen kann, löschen kann. Und die Leute strahlen sofort, die Augen werden größer, werden heller, sie spüren einfach, manche spüren sofort, andere ein bisschen später, dass es ihnen besser geht, dass sie entspannter sind. Und deshalb bin ich auf diese Einladung gestoßen. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich ein Programm mache, zum Beispiel um Frauen gesund und schön zu machen. Weil eine Frau kann nicht schön werden, wenn sie ungesund ist. Oder sie kann nicht gesund werden, wenn sie nicht schön ist. Das gehört einfach bei einer Frau einfach zusammen. Und ein Programm, das sie sich immer wieder anschauen können, bis alles wirklich so weit reguliert ist, wie es sein sollte. Im Moment ist das so, wenn jemand meine Matrix Clean Sitzung bucht, dann bekommt er ein einziges Mal die Programme. Die werden zwar in ihm gespeichert oder in ihr und werden dann aktiv und das ist toll. Das ist großartig, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich habe Kunden aus Australien, aus Brasilien, Mexiko, USA, überall. Das spielt überhaupt keine Rolle, wo sie sind, weil wir sind alle eine Familie, wir sind eng miteinander verbunden. Und diese Verbindung kann ich nutzen, wenn derjenige sagt, ich will, dass ich ihn davon befreie. Es gibt zum Beispiel viele Frauen, die schon einen Freund hatten oder mal verliebt waren. Und sie finden keinen neuen Freund. Sie sind mittlerweile 50 und haben seit 20 Jahren keinen Sex gehabt, keine Beziehung. Es funktioniert nicht. Warum? Ich schaue es mir an und ich sehe die Programme von der Mutter, ist in ihr, die gegen Männer gerichtet ist. Die Programm von dem Ex-Freund ist in ihr. Sie hat Ex-Freund noch gar nicht losgelassen. Er ist immer noch in ihrem Herzen im negativen Sinne. Denn wenn wir etwas nicht loslassen, machen wir auch keinen Platz für etwas Neues. Und dann kann ich ihr das erklären und ich kann das auch dann lösen. Und dann kann sie sich überhaupt von Männern nicht mehr retten. Also ich habe all das erlebt und das macht mich glücklich. Das finde ich schön. Und deshalb ich arbeite daran, Tag und Nacht, diese Matrix Clean Programme so effektiv oder immer effektiver zu gestalten, dass es schnell und einfach wirkt und die Leute davon befreit werden. Das macht mich glücklich. Kann man sich das dann so vorstellen, wenn du die Menschen von diesem Programm befreit hast, dass sie danach quasi immun sind gegen diese Sachen? Oder ist das, wie du sagtest auch, das läuft wieder ab? Ist das wie so ein Antivirus-Programm, was nach einer Woche nochmal komplett durchläuft und alles reinigt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Müssen die Leute da noch irgendwas beachten? Wenn Sie diese Entscheidung treffen, nicht ich, sondern Sie, ich will so etwas nie wieder erleben, dann kriegen Sie ein Programm, das diese Fehlentscheidungen einfach vorbeugt. Sowas wie ein Schutzprogramm. Aber wenn jemand sagt, ich will aber weiterhin so gegen Männer denken, wie meine Mutter gedacht hat, dann kann ich nicht helfen. Das heißt, ich lösche die Programme, dann der nächste taucht auf. Nur statt Peter heißt er Michael, aber die Programme, die Fehler sind dieselben. Und in der Regel, zum Glück, das macht mich sehr glücklich, meine Kunden sind wirklich Lichtwanderer. Und nicht irgendwelche oberflächliche Leute, die einen auf Heilstein und Sadhguru und was weiß ich, wie die alle heißen, machen, sondern sie wollen sich wirklich entwickeln. Sie wollen sich ändern. Sie wissen, dass sie sich ändern müssen. Und deshalb funktioniert das auch. Und langfristig funktioniert das auch. Und nicht einfach so schnelle Erfolge
und nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen ist alles wieder so beim Alten. So nicht, sondern dass wirklich neue Möglichkeiten bekommen, ein neues Leben zu starten. Das ist mein Bestreben. Wenn du sagst, wir sind so sehr manipuliert, gibt es überhaupt den freien Willen? Jeder Mensch hat 7 Urkräfte aus der Schöpfung, so wie Gott auch. Eine von diesen Kräften ist die Willenskraft. Ich sage bewusst Kraft, weil alles, was existiert, besteht aus Energie. Energie ist die Ursubstanz der Schöpfung. Und wenn diese Energie kann sich selbst nicht formen, geht nicht. Das muss ein Bewusstsein machen. Anders gesagt, es gibt nur Energie und Bewusstsein. Und diese Überlegung, was macht denn das Bewusstsein mit einer Energie, heißt durch Entscheidung. Du triffst eine Entscheidung und sagst, ich will diesen Stein haben oder so einen Stein haben. Diese Entscheidung materialisiert sich von meinem Bewusstsein, das ist ja alles unsichtbar, hier drin Gedanken, Gefühle, Entscheidungen, wie du es auch nennen willst, und materialisiert sich da draußen in der Welt. Und dann ist so ein Stein hier. Hätte ich diese Idee nicht, hätte ich diesen Impuls nicht, diese Entscheidung nicht, wäre der Stein nicht hier. Er hat sich nicht selbst hierher gebracht. Das war ich. Das heißt, es gibt Energie und Bewusstsein. Und das Einzige, was Bewusstsein und Energie miteinander verbindet, ist die Entscheidung. Damit wir aber eine Entscheidung umsetzen können, brauchen wir die Willenskraft. Dass wir dabei bleiben, dass wir durchhalten, dass wir Hindernisse überwinden und so weiter. Und Willenskraft macht keinen Sinn, wenn wir keinen freien Willen haben. Wir haben einen freien Willen, auch wenn Matrix uns einreden will, nein, du musst heiraten, du musst Kinder kriegen, du musst arbeiten gehen, bis du tot bist, du musst studieren, du musst dies, du musst Geld verdienen. Nein, du bist trotzdem frei und du hast einen freien Willen, heißt, du hast die Freiheit, dich so oder so zu entscheiden. Dafür brauchst du aber dein Bewusstsein. Und Bewusstsein erwacht, indem ich anders auf die Dinge schaue, meine Blickrichtung korrigiere, andere Dinge überhaupt wahrnehme, Fragen stelle und bewusste Entscheidungen treffe. Dadurch kann ich immer mehr verfügen über meinen freien Willen. Und dadurch wird das Leben immer individueller. Niemand spricht wie ich, niemand arbeitet wie ich, niemand schreibt wie ich, niemand hilft wie ich. Niemand komponiert wie ich, das ist das Individuum. Wenn jemand das so nicht so sehen kann, bei sich selbst nicht feststellen kann, dann lebt er nach Programmen, dann lebt er nach Vorlagen. Und ich finde, individuell sein ist sehr viel schöner, weil man nur dann eine Bereicherung für die Welt wird. Das sind Individuen, die die Welt bereichern und nicht, dass alle dasselbe machen, das ist keine Bereicherung. Vor allem, wenn sie alle zusammen Unsinn machen. Das Fatale ist ja auch, wenn alle dasselbe machen, sind sie austauschbar wie Maschinen. Richtig, darum geht's. Das Individuum, diese Einzigartigkeit von Menschen zu zerstören. Das heißt, das Lebendige an Menschen wird immer weiter ersetzt, immer mehr ersetzt durch Funktion. Das ist sehr wichtig. Dass die Menschen, zum Beispiel Long Long ist für mich kein Musiker, er ist auch kein Pianist, das ist ein Techniker. Die Leute verstehen den Unterschied nicht. Ich habe gedacht, ich sehe das nur aus der Ferne so. Ich wollte unbedingt ein Konzert von ihm besuchen gehen. Habe 200 € bezahlt und ich saß keine 3 Meter entfernt von ihm. Und ich habe gesehen, gerade mein Lieblingsklavierkonzert das erste Klavierkonzert von Tschaikowski, wie er gespielt hat. Das ist kein Pianist. Er macht keine Musik. Das ist Selbstdarstellung. Das ist Zirkus. Das ist Selbstbeweihräucherung. Das ist ein Techniker. Das ist jemand, der die Dinge viel schneller spielt, als Tschaikowski geschrieben hat, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Man hört die Töne überhaupt gar nicht so schnell, wie er das spielt. Warum macht er das? Weil ihm die Musik nichts bedeutet. Er will sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Das ist ein Techniker. Es geht ihm um die Funktion, nicht um die Musik. Ein wahrer Musiker, ein echter Pianist zum Beispiel, ist Kissing. Ich habe ihn kein einziges Mal, und ich habe tausende Aufnahmen von ihm mir angeschaut, kein einziges Mal habe ich ihn erlebt, dass er sich selbst darstellt, dass er technisch alles macht. Sofern die Partitur das verlangt, technisch ja, aber er setzt auf Musik. Und übrigens, eines seiner ersten Konzerte habe ich selbst erlebt, vor, ich weiß nicht, 30 Jahren oder so, in Frankfurt am Main. Hat er Klavierkonzert gespielt, da war er, glaube ich, 14 oder so. Ich werde es mein Leben lang nicht vergessen.
Und was auch immer er ist, dem, was er ist bis heute noch treu geblieben. Obwohl er reich geworden ist, obwohl er zu den Besten gehört, die gefragtesten Jahre im Voraus ausgebucht. Das ist für mich ein Musiker. Für mich als Komponist wäre das eine besondere Freude, wenn er mein erstes Klavierkonzert, die Uraufführung machen würde. Vor so jemandem habe ich Achtung, habe ich Respekt. Aber jemand, der wie ein Roboter spielt, das ist für mich keine Musik. Das sind die Unterschiede zwischen Lebendigkeit, Einzigartigkeit und Technik oder Funktion oder Geschwindigkeit und so weiter. Oder diese Frauen, die auf die Bühne gehen als Pianisten, du hast Angst, die Grüße fallen raus. Also früher haben sich Prostituierte so angezogen, damit die Männer erkennen konnten, sie können sie haben für Geld. Und jetzt ziehen sie sich alle so an. Das ist für mich nicht Musik, das ist Selbstdarstellung, das ist eine Funktion. Sie wollen ihre Person im Licht stellen, aber nicht die Musik. Das macht für mich ein Selbstdarsteller, aber kein Musiker. Wo wir gerade beim Thema Gefühle sind, wie ist das denn mit Liebe? Ist die Liebe in der Matrix echt oder ist das nur ein Programm? In der Matrix ist nichts echt, nichts. Es gibt alles Mögliche, künstliche Bäume, künstliche Pflanzen, alles ist künstlich. Zum Beispiel die modernen Häuser, also vor, sagen wir, 50 Jahren, 100 Jahren, gab es 5, 6 Substanzen, mit denen man Bauelemente, mit denen man überhaupt ein Haus bauen konnte. Stein, Metall, was weiß ich, Holz und so weiter. Und heutzutage gibt es Hunderte. Und alles davon ist künstlich. Und deshalb fühle ich mich in einem modernen Haus nicht wohl. Ich komme mir vor wie in einer Plastiktüte. Das Haus stinkt nach Kunststoff und da kann ich nicht leben. Da kann man nur eigentlich krank werden. Das ist tot. Das ist tote Materie. Das lebt nicht. Und in der Matrix ist alles tot. In der Matrix gibt es nur Funktionen. Es gibt nur Technik und Kunststoff. Kein Leben. Liebe ist eine Kraft, ist eine göttliche Kraft. Und wir sind aber menschlich. Deshalb verstehen wir die Liebe nicht. Deshalb kostet uns unglaubliche Überwindung, wenn wir Liebe überhaupt fühlen wollen. Wenn wir Liebe überhaupt annehmen wollen. Wenn wir Liebe überhaupt zulassen wollen, uns lieben lassen wollen, fällt uns das schwer. Weil Liebe ist die höchste, aus seiner Sicht, die höchste Schöpfungskraft überhaupt. Es gibt 7 und die Liebe ist die höchste und mächtigste Kraft. Und auch wenn Männer es gerne anders gehört hätten, aber Liebe ist weiblich. Das heißt, es gibt 4 männliche Urkräfte und 3 weibliche. Und die mächtigste Kraft ist Liebe und sie ist weiblich. Deshalb hat die künstliche Intelligenz es darauf gesetzt, oder die Matrix, Frauen kaputt zu machen. Erst haben sie Männer kaputt gemacht, damit die Männer Frauen nicht mehr verteidigen können. Und jetzt machen sie sich an die Frauen. Und ich versuche gerade mit meiner Arbeit, mit diesen neuen Errungenschaften, die durch Gnade Gottes mir zuteil geworden sind, dagegen was tun, was ich kann. Also es gibt keine Liebe in der Matrix. Es gibt nur Vorteile. Es gibt zum Beispiel, wenn die Menschen sagen, ich liebe dich, die wissen nicht, was sie sagen. Was wissen schon Menschen? Schon gar nicht von der Liebe. Und wenn jemand sagt, ich liebe dich, heißt, ich brauche dich. Ich finde dich schön. Ich finde dich sexy. Ich finde dich unwiderstehlich. Ich fühle mich wohl bei dir. Du bist meine bessere Hälfte. Du vervollständigst mich und so weiter. Das sind Dinge, die die Menschen meinen. Und in diesem Satz, ich liebe dich, ist alles drin. Je nachdem, was, aber wenn ein Mensch lieben will, dann muss er zu einem göttlichen Wesen werden. Und das bedeutet immer mehr sein Bewusstsein erweitern, sein Herz reinigen. Und das ist wirklich ein steiniger Weg. Aber es lohnt sich, weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn alles nur eine Illusion ist in der Matrix, was ist dann die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist, dass wir freie Menschen sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Dass jeder von uns vollkommen ist. Wir sind fehlerfrei. Wir sind wunderschön. Wir sind hochbegabt. Wir haben unzählige Talente.
Und wir sind voller Liebe, voller Liebe. Sowas wie Gewalt und Mord und Tierquälerei und so weiter, Krankheiten, all das kennen wir überhaupt gar nicht. Wir sind eigentlich das Paradies. Und das ist die Wirklichkeit. Das ist das, was wirklich da ist. Nur wir leben innerhalb von Matrix. Und da macht Matrix aus uns, wie gesagt, in den ersten 7 Jahren monströse Wesen. Menschen, die bösartig sind, die lügen, die gerne andere verletzen, selbst eigene Kinder. Menschen, die töten und kaputt machen und so weiter. Sowas wie Alkohol trinken, Zigaretten rauchen oder all das Negative in der Welt kommt nicht von uns Menschen. Deshalb, das ist wirklich für mich so wichtig, dass meine Kunden das verstehen. Wenn jemand sagt, ich bin todkrank, ich bin verwahrlost, ich bin einsam, ich finde keinen Mann, ich finde keine Frau, meine Kinder haben mich verlassen, mir geht es einfach nicht gut, in meinem Leben stimmt nichts. Meine Antwort ist, nichts davon liegt an dir, nichts. Du bist an gar nichts schuld. Das ist Matrix. Das ist die Folge, die Ernte von der Matrix, nicht von dir. Weil wer trifft schon bewusst diese Entscheidung, dass er sagt, ich möchte so leben, dass in 10 Jahren mir so schlecht geht, dass ich todkrank bin, dass niemand mich mag, und das macht doch keiner bewusst. Das machen wir unbewusst. Und unbewusst bedeutet aus dem Unterbewusstsein, was komplett in der Hand von der Matrix ist. Komplett. Also, dass wir elende Wesen sind, dass wir bösartig sind, dass wir krank sind, dass wir gerne zerstören und Atombomben gebaut haben, das sind wir nicht. Das ist die Matrix. Wir Menschen sind Kinder Gottes, wir sind vollkommen, wir sind wunderschön, wir sind voller Liebe, voller Licht, wir sind voller Hingabe. Wir helfen gerne, wir lächeln gerne, wir lieben gerne, wir kümmern uns gerne umeinander. Das ist das, was wir sind, das ist die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit. Wie würde denn die Welt aussehen, wenn die Menschen die Matrix verlassen würden? Welche Vision wäre das denn? Das ist eine Vision, die jeder von uns hat. Es ist völlig unmöglich, dass ein Mensch in diese Welt kommt, ohne dass er diese Vision hat. Wir sind alle großartig, das muss man wirklich verstehen. Wir sind großartig, wir sind nicht größenwahnsinnig. Wir sind großartig, wir wissen, dass wir großartig sind. Und die Matrix tut alles, damit wir bloß nicht daran glauben und das umsetzen. Wir sind großartigsten, visionärsten Wesen, die es je gegeben hat in der Schöpfung. Das sind wir wirklich. Die Welt, unsere Welt von uns Menschen, wird die Matrix überstehen. Es dauert ein paar Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, aber die Welt wird immer schöner. Diese Erde wird immer schöner werden. Und eines Tages werden die Menschen weder Waffen gebrauchen, noch Gerichte oder Polizei. Die Menschen werden keine Gewalt mehr ausüben, weder gegen sich selbst noch gegeneinander. Sowas wie Gewalt wird es nicht geben, auch nicht gegen Tiere. Und die Menschen werden nicht mal was essen oder trinken, weil sie direkt von Gott versorgt werden, so wie es eigentlich zu Hause bei uns der Fall ist. Es sei denn, wir haben einfach Freude daran, was zu essen und trinken, dann können wir es machen. Es dauert ein paar Jahrtausende und unter anderem liegt es auch mir sehr am Herzen, Bücher zu hinterlassen, die genau diese Vision unterstützen, weil die nachfolgenden Generationen werden Fragen haben. Sie werden wissen wollen, wie machen wir das? Warum ist das alles so gekommen, dass sie diese Bücher lesen können? Ich sage immer wieder, kein Mensch kommt an diesen 2 Fragen vorbei. Kein Mensch. Spätestens in den letzten paar Minuten seines Lebens. Die eine Frage ist, was nehme ich mit? Nämlich Wut mit, ungelöste Aufgaben, Hass, Enttäuschung und so weiter. Oder nehme ich ein erweitertes Bewusstsein mit, ein gereinigtes Herz nehme ich mit. Ich bin ein besserer Mensch geworden, ich bin stärker geworden, schöner und so weiter. Und die andere, also was nehme ich mit? Die andere Frage ist, was hinterlasse ich in dieser Welt? Offene Rechnungen, traurige Menschen, zerrüttelte Familien und enttäuschte Menschen oder sowas. Oder hinterlasse ich Bücher, Meisterwerke, Komposition, wie eine lichte Straße, wo die Menschen selbst im Dunkeln erkennen können, wo sie langlaufen können.
Das ist eine Vision. Mit dieser Vision kommt jeder Mensch in diese Welt. Jeder Mensch ist ein Genie. Jeder Mensch. Nur das System, besonders in den ersten 7 Jahren, will, dass wir das einfach komplett vergessen. Und ich will die Menschen daran erinnern. Das ist der Hauptauftrag von mir. Gibt es sonst etwas, was du abschließend den Menschen da draußen gerne noch sagen würdest? Die Angst, besonders die Angst vor der Wahrheit, ist ein Programm. Die Angst vor der Wahrheit ist eine Illusion. Es ist nicht die Wahrheit, die uns Angst macht. Das sind Lügen, Halbwahrheiten, Unwahrheiten, die uns Angst machen. Die Wahrheit tut nicht weh. Das sind Lügen, die uns wehtun. Wenn die Wahrheit uns wehtut, dann ist das nicht die Wahrheit, die uns wehtut, sondern dieser Heilungsprozess, dass wir von einer Lüge aufwachen und die Wahrheit erkennen. Das tut weh, dieser Heilungsprozess tut weh, nicht die Wahrheit. Überwindet eure Angst vor der Wahrheit. Ihr habt nichts zu verlieren, nichts. Ihr habt nur zu gewinnen. Vielen Dank für diese wunderbaren Worte, für diese wunderbaren Erkenntnisse, Said. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ich habe mich auch gefreut. Wenn du bis hierhin zugeschaut hast, dann bist du ein echter Lichtwanderer. Fang einfach an, irgendwo, egal wo, Schritt für Schritt. Gib nicht auf, es lohnt sich. Es war schön, dass wir diese Zeit zusammen verbracht haben. Wir freuen uns über eure Kommentare, über euren Likes. Bis zum nächsten Mal. Mein lieber Lichtwanderer, ich grüße euch. In meinem Kanal erfährst du unglaubliche Informationen, die neuesten Erkenntnisse, völlig verkannte und verborgene Geheimnisse der Schöpfung, Gesetze des Lebens, wie du deine Persönlichkeit mit ganz einfachen Schritten entwickeln kannst, wie du die Probleme ganz einfach lösen kannst, wie du Tag für Tag glücklicher, erfolgreicher und reicher werden kannst. Wenn du das alles willst, brauchst du nur meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du jedes Mal informiert wirst, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird und veröffentlicht wird. Mehrere Videos werden pro Woche veröffentlicht und diese Videos werden dir dabei helfen, dass es dir immer besser geht, dass du immer glücklicher wirst, immer erfolgreicher und reicher. Ich freue mich sehr auf dich. Alles Gute und bis bald.